Police! Police! Das ging schnell. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Sein Have you Bruder. closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers. Dann wollen wir uns das doch mal anschauen. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. No. Aber wir wissen, wo die Merry Men sind. Das sind nämlich die anderen Jungs Don't im move, Zirkus. you flimflammer. Flinflammer, he said. The trap with the chandelier worked perfectly. Ich will, Charles Foley has been knocked down. ich will die anderen auch noch sehen. Ah, perfekt. One of Foley's companions. He is unconscious. One of Foley's companions. He is unconscious. Ich würde sagen, das haben wir gut hingekriegt. Bleibt nur noch eins zu kombinieren. Die beiden Formationen. Die antiken Schmuckstücke, die wir in versteckten Safe des verlassenen Herrenhauses in Notting Hill gefunden haben, stellen die hellenistischen Schätze, da die 1885 gestohlen worden waren und seitdem nie wieder aufgetaucht sind. Perfekt. Das ergibt Folgendes. Foleys Rache. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu den tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Perfekt! Charles Foley wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern, da er jedoch nicht wegen Mordes angeklagt wird, kann er mit einer milden Strafe rechnen. Charles Foley entwickelte einen teuflischen Racheplan und setzte diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl von antiken, kostbaren Schmuck. Der Strick ist noch zu gut für ihn. Jetzt muss ich mal überlegen. Wir haben einen tödlichen Schusswechsel. Charlie wird wegen schweren Diebstahls hinter Gitter wandern. Er kommt aber bald raus. Oder der Strick entwickelt einen teuflischen Racheplan und setzt diesen auch um. Hinzu kommt der Diebstahl. Ne? Aber er hat doch einen erschossen. Oder war es jetzt der Doppelschuss? Einer ging daneben. Und da haben sie sich gegenseitig erschossen, beide. Aber an sich war es ein Racheplan. Aber dafür gleich den... ja. Nee, Ziel war es, jemanden zu töten. Ziel war es, der Tod der beiden. Ganz klar. Keine Gnade. Es gibt hier keine Gnade. Also zumindest bei ihm gibt es keine Gnade. Ja, die Entscheidung möchten wir so machen. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful.
You Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Ach so, jetzt geht's um die Merry Man. Es kann ja nur so sein. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to funktioniert work doch for nicht. themselves, Das funktioniert nicht. together, without letting the rulers dictate what to do, Nein, and es- finally justice will arise. Das ist Quatsch, das fängt wieder von What you are vorne an. intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines or overseas to fight for land? Our masters Sie haben wouldn't sich den hear Job- us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Oh, das ist hart. Ich kann das Ganze jetzt ins Wasser schnipsen. Und sie werden die Börse in die Luft jagen. Oder ich werfe es auf das Pulverfass und die Jungs werden wahrscheinlich draufgehen oder zumindest deren Pulver verlieren. Wir müssen das mal so betrachten. Sie sagen ja, wir jagen das alles in Luft, alle sind schuldenfrei und die reich sind, haben ihr Reichtum verloren. Aber was passiert denn dann? Er meint, dass sie alle gemeinsam alles wieder aufbauen. Aber am Ende gibt es immer eine Person, die die Gruppen anleiten wird. Das ist nun mal so. So funktionieren wir Menschen halt nun mal. Und es fängt einfach wieder von vorne an. Ich meine, nach deren Logik hätte es ja von Anfang an so sein müssen, aber Menschen sind nun mal so. Sie sind auch habgierig. Es wird sich nichts ändern. Darum ist es an sich einfach nur ein ganz großes Verbrechen.
Ich verstehe natürlich die Frustration und ähnliches. Und es ist auch hart, also es ist auch so ein bisschen krass zu sagen, von wegen, dass die Reichen die Armen in den Tod schicken, in den Minen zum Beispiel. Aber was soll ich sagen? Wir haben einen reichen Mann, der reich geworden ist, weil er im Besitz einer Mine ist. Und er bietet Jobs an, nämlich die Minenarbeit. Und sie muss aber ja auch keiner machen. Man kann ja stattdessen ein anderes Handwerk erlernen. Na gut, auf der anderen Seite muss man sagen, manche machen den Job auch nur, damit sie Geld haben, um am Leben zu bleiben. Aber wie gesagt, sie könnten auch andere Jobs nehmen. Wenn ich die Zigarette ins Wasser werfe, würde das den Bruder von Sherlock sehr ärgern. Das ist hart. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich werfe das Wasser und sie jagen das komplett in die Luft. Aber es geht von vorne los. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich jage deren Pulver jetzt in die Luft. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! So, you're interested in Russian literature now. Quite lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of, pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry men are to be stopped. Not by me. You created the merry men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more merry men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson?
Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Dann ist das was anderes. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay, Charles Foley entwickelte einen teuflischen Plan. Das hatten wir alles schon. Gefundene Hinweise 18. Foleys Rache. Keine Gnade für Foley. Achtung, Spoilergefahr. Und wir haben auch den Fall passend gelöst. Ein Traum. Wir entscheiden, ich bin ein bisschen fertig, Jungs. Okay. Wir bestätigen die Entscheidung. Und meine Persönlichkeitseinstufung ist nachsichtig. Spieler mit demselben Lösung für den Fall 96, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 83. Ja, das war sehr klar. Es war einfach nur Mord. Also von daher, ja, nichts weiter zu sagen. Ja, und damit haben wir Sherlock Holmes Crimes and Punishments komplett durchgespielt. Alle 6 Fälle plus das korrekte Ende mit dem Merryman. So hatten wir halt die Gelegenheit, uns nochmal die Gelegenheiten oder die Angelegenheiten der Merryman anzuschauen. Es ist jetzt Geschmackssache, wie man sich entscheidet, aber ich bin der Meinung, hätten sie das da in die Luft gejagt, wäre es doch einfach nur wieder von vorne losgegangen, oder? Irgendwer hätte wieder mit irgendeiner Arbeit angefangen. Leute sind auf seine Arbeit angewiesen, in Form von, weiß ich nicht, wie soll ich das beschreiben? Er produziert irgendwas. So. Leute wollen sein Produziertes haben, er stellt Leute ein, damit er mehr produzieren kann und er wird irgendwann zum Chef. So, dann hast du wieder einen Chef, der viel Geld hat und Arbeiter, wieder weniger Geld haben, beziehungsweise arm sind. Das ist einfach so. Es wird doch einfach nur wieder von vorne anfangen. So wie die Merryman das vorhatte, wäre das einfach gar nicht aufgegangen. Und so habe ich entschieden, so haben auch die anderen 83% entschieden. Ja. Wenn man nicht Sherlock Holmes spielen würde, sondern vielleicht jemanden mit anderen ich kann es gar nicht aussprechen, charakteristischen Eigenschaften, dann würde man vielleicht anders entscheiden. Also Sherlock Holmes kommt einem ein bisschen steif vor und die Wahrheit muss immer siegen und ähnliches. Und, naja, wenn man vielleicht einen anderen gespielt hätte, der ein bisschen alberner wäre oder sowas, würde man sich vielleicht anders entscheiden. Aber so würde Sherlock Holmes sicherlich auch entscheiden. Wie dem auch sei, ihr könnt das andere Ende natürlich gerne selber spielen. Das Spiel ist ja schon ein bisschen älter, darum kostet es auch nicht mehr allzu viel. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr auch es gut schießen bei Steam. Vielleicht habt ihr gerade eine gute Chance, weiß ich nicht, Winter, Sommer, da gibt es ja immer einen schönen Sale. Könnt ihr mal reinschauen. Spielt einfach das andere Ende und lasst euch überraschen, wie es da aussieht. Wird bestimmt ein riesen Feuerwerk werden, wenn alles in die Luft fliegt. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Gameplay. Ich denke, dass ich als nächstes Wolf Among Us spielen werde. Ja, ich denke, es wird Wolf Among Us. Also freut euch drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und ein Like. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.